Ist dein Geld auf der Bank noch sicher und wo am besten investieren im aktuellen Umfeld? Das wollen wir uns heute mal gemeinsam anschauen, und zwar Community fragt und Thorsten antwortet. Denn wir haben thematisch passende Fragen genau zu diesen Themen von deinen YouTube-Kommentaren zusammengefasst heute in einem tollen Tippvideo. Und es ist ein wichtiges Tippvideo, denn erstmal, wie sicher sind Banken eigentlich noch wirklich? Dazu heute einiges mehr und herzlich willkommen jeden Freitag zur Faszination Freiheit, damit du keine Ausgabe verpasst. YouTube-Kanal abonnieren und wir starten hier gleich mit der ersten Frage. Und zwar, der Oki D fragt, würdest du empfehlen, das eigene Geld komplett vom Konto abzuziehen und es selber zu lagern? Um die Frage zu beantworten, schauen wir uns erstmal an, was ist dein Bankguthaben? Vom Prinzip her gibst du einen Kredit an die Bank. So, und solange die Bank zahlungsfähig ist und das auch so bedienen kann, ist das alles wunderbar, du kannst das Geld abheben. Aber ja, wehe, es kommt zu Bankenfeiertagen, möglicherweise zu größeren Verwerfungen wie auch Währungsreform etc., dann hat man gemerkt, naja, dass Banken einem vielleicht dieses Kapital nicht zu jedem Zeitpunkt zurückzahlen können und werden. Haben wir historisch schon immer wieder mal gesehen. Haben wir seit 1800 bereits 7 Währungsreformen in Deutschland und Österreich, nur ganz knapp geschlagen von Spanien. Das heißt nicht, dass das morgen der Fall sein muss. Nur der Punkt ist im aktuellen Umfeld, wir wissen nicht, was bei den Bankbilanzen wirklich drin ist oder gerade auch, was eben nicht mehr drin ist. Und das macht es sehr, sehr schwierig. Und deswegen im Zweifelsfall, also ich bin ein großer Fan und Freund der Sicherheit, besser dann weniger, das heißt möglichst geringe Summen, das heißt die Liquidität, die man benötigt. Das ist meine persönliche Empfehlung. Ansonsten kann es möglicherweise ein böses Aufwachen geben. Wenn man jetzt Geld abhebt, dann muss man überlegen, was man damit macht, denn man kann es einbuddeln, vielleicht wenn man Landwirtschaft hat, dann sollte man übrigens auch immer gut vermerken, wo das Ganze denn genau eingebuddelt wurde. Das ist auch schon alles mal passiert, dass man irgendwelche Sachen dann so gut versteckt hat, dass man sie eben nicht mehr wieder gefunden hat. Also das sicherstellen, das nur so nebenbei. Und zum anderen, ja, es kann natürlich da auch immer Diebstahl geben. Also das heißt, wo Geld zu lagern, das ist heute keine einfache Frage. Und die Krypto- und Bitcoin-Freunde werden sicherlich sagen, aber dafür habe ich doch meine Hard Wallet, beispielsweise von Trezor oder von Ledger etc. Das ist korrekt, aber auch hier ist es wichtig, dass man eine Absicherung hat. Das heißt, wenn man das anlegt und dann Kryptowährungen beispielsweise dort deponiert, dann ist es genauso wichtig, dass man das Ganze abgesichert hat, weil wenn irgendwas elektronisch nicht mehr funktioniert, wenn man das Gerät verliert, dann hat man ein Problem, wenn man die ganzen Passphrasen nicht auch gut abgesichert hat. Und wenn die abhanden kommen, wenn die jemand klaut, dann hat man auch ein Problem. Also du merkst, irgendwie ein grundsätzliches Risiko haben wir überall. Und deswegen erstmal das Grundsatzprinzip der Steuerung, auch bei Bankkonten, dass man handlungsfähig ist und bleibt. Ja, was sind dann sicher? Die Frage haben wir jetzt so nicht bekommen, aber die beantworte ich sie gerne. Was sind jetzt sicher? Jetzt die großen Banken, ne? Too big to fail, sind ja dann eher die Sparkassen, die Raiffeisenbanken interessant. Gute Frage. Ich persönlich möchte sie gar nicht beantworten müssen. Ich finde, es ist auch sehr, sehr schwer. Normalerweise würde ich sagen, dass Sparkassen und Raiffeisenbanken konservativer sind, beziehungsweise auch Kantonalbanken. Das gilt grundsätzlich auch. Der Punkt ist, im aktuellen Umfeld wird der Mittelstand sehr, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Das heißt, wie viele Kreditausfälle diese zu verkraften haben, ist aktuell nicht einfach einzuschätzen. Deswegen auf möglichst mehrere Banken auch streuen und nicht zu viel Kapital. Da passt die nächste Frage gleich sehr, sehr gut, und zwar von Erika. Auch bei 15.000 Euro bei der Sparkasse, habe auf mein Konto, würde man da auch rangehen. Wir hatten ja auf Zypern bereits Enteignung. Da war die Grenze 100.000 Euro. Ich persönlich würde aber nicht rechnen, dass, wenn es wirklich auch ein umfassenderes Zypern geben sollte, dass diese Grenze hier bleiben wird, sondern eher niedriger sein wird. Wie es mit Guthaben jetzt in dieser Größenordnung sein wird, man weiß es immer erst dann, wenn es wirklich soweit ist. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Guthaben bis zu diesem Betrag auch noch sicher sein können. Nichtsdestotrotz, es hängt auch immer vom Einzelfall ab. Wenn man jetzt eben gerade diese 15.000 Euro bei der Bank hatte, die immense Schwierigkeiten hatte, dann ist man handlungsunfähig, wenn man eben auch nicht mehrere Konten hatte. Also hier zu glauben, ja, erstens mal beispielsweise 100.000, wenn man jetzt ein paar 100.000 deponieren möchte, das auf mehrere Banken zu streuen, beispielsweise bei jeder Bank 100.000, erstmal gilt es so, 100.000 wird immer zusammengerechnet. Und ich glaube, dass es eine Scheinsicherheit ist insgesamt. Denn wir wissen nicht im Fall der Fälle, wie es bei Banken dann wirklich aussehen kann. Wir haben dazu einige Tippvideos und dazu gerne mehr anschauen. Dann, nächste Frage hier. Das war ein Video zu Kapitalverkehrskontrollen von dem Günther. Und zwar hier ist die Rede von
wenn man sich vorbereitet. Wie bitte bereite ich mich vor? Also was sind Kapitalverkehrskontrollen? Das heißt, wir können nicht mehr frei transferieren. Wenn beispielsweise der Euro und es mehr und mehr Abflüsse gibt, die es übrigens insgesamt bereits aktuell auch mehr und mehr gibt, wenn das offenkundiger und größer wird, dann kann es sein, dass Währungen sich abschotten. Und Kapitalverkehrskontrollen, das heißt, es kann nichts mehr raus, es kann aber grundsätzlich alles rein. Das ist das Prinzip von Kapitalverkehrskontrollen. Und das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt sollte man vorbereitet sein, in der Art und Weise, ich habe meine Geldanlagen, die ich grundsätzlich haben möchte, genauso getätigt. Sowohl jetzt, wie viel ich eben im Inland haben möchte oder im EU-Raum beispielsweise, im Euro-Raum, und wie viel ich beispielsweise im Ausland haben möchte. Das heißt, dass man seine Entscheidungen getroffen hat und das nicht irgendwann später macht und irgendwann merkt, hey hoppla, jetzt geht das Ganze, wie in der Historie auch schon mehrfach, Richtung Enteignungen und wir merken ja auch mehr und mehr diesen Linksruck in der Gesellschaft und dass Kapitalismus und Kapital ja mehr und mehr als etwas Negatives angesehen wird. Hatten wir historisch auch schon immer wieder mal und dann kommt vielleicht eben genau das, was wir historisch immer wieder hatten, Enteignungen, was sein könnte in der Form beispielsweise wie Immobilien, was Vermögensabgabe sein kann, das sind die fiesesten, leider ist es schwierig sich herauszuziehen, weil alles, was als Vermögen definiert wird, geht dann als eine Enteignung mit hinein und deswegen sollte man einfach sich vorbereitet haben. Dazu auch, wir haben ja an einem VIP Live auch beispielsweise dieses Thema Uhren durchgegangen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, sich vor Enteignungen zu schützen. Das wäre jetzt wieder ein ganz eigenes Fass, ein ganz eigenes Thema. Aber stellen wir auch immer wieder sehr, sehr viel vor in unserer Community. Haben wir auch ein Tippvideo zum Thema Uhren beispielsweise, die bei sowas dann nicht mit hineingehen würden. Also es gibt viele interessante Möglichkeiten und dass man seine internationalen Investments tätigt, dass man ja anschaut, wo und wie ist man genau tätig, muss man sich mit jeder Geldanlage einfach wirklich beschäftigen. Ja, das heißt auch beispielsweise Thema Kunst oder in Holz zu investieren. Ja, Uhren habe ich gerade schon genannt. Dann in Rohstoffe kann man investieren. Dann an der Börse und viele weitere Optionen, die wir, Diamanten beispielsweise auch, Photovoltaik und so weiter. Das heißt, da muss man sich einfach mit beschäftigen und seine Entscheidungen treffen, bevor das Ganze passiert. Das heißt also, was ich dir auf jeden Fall als Rat geben möchte, kümmere dich um deine Sachen und zwar möglichst zeitnah. Das heißt, wie du deine Geldanlage insgesamt haben möchtest und womit du dich sicher fühlst. Und damit ist es einfach sinnvoll wichtig, dass du dich damit beschäftigst. Finanzielle Intelligenz, auch das Thema legale Auslandskonten. Wir weisen immer wieder darauf hin, auch von dem Thema Banken- und Geldsicherheit, beispielsweise in Staaten zu investieren oder bei Banken, die insgesamt solide und sehr gut aufgestellt sind. So, das passt auch wunderbar zur nächsten Frage von Aiko Buri. Welches Land ist noch sicher bei dieser Situation? Bitte einmal ansprechen. Warum verschiedene Konten in der EU? Warum nicht Krypto oder Sachwerte? Was ist Ihre beste Strategie? Besten Dank. Also, ganz unterschiedliche Fragen. Welche Länder sind noch wirklich interessant, auch im aktuellen Umfeld? Für mich persönlich die beiden Finanzplätze Nummer 1, die sichersten Finanzplätze dieser Welt im aktuellen Umfeld sind zum einen Singapur und Liechtenstein. Singapur haben wir das Problem, als Ausländer bekommst du dort kein Konto. Also glaub nicht, dass du mit Kusshand überall genommen wirst, weil du einen deutschen Reisepass hast. Also es wird immer schwieriger, im Ausland Konten zu eröffnen. Also weil es einfach auch politisch nicht mehr gewollt ist. So, das heißt, kümmere dich darum. Na, auch beispielsweise mit unserer Auslandskontenfallstudie, ein Teil davon haben wir unten hier verlinkt und da kannst du dich gerne dann eintragen und einen Teil davon anschauen. Und der zweite Finanzplatz Liechtenstein, hier ist es noch relativ gut möglich. Man muss ein bisschen Kleingeld mitbringen, aber es hat halt einfach damit zu tun, Liechtenstein hat funktionierendes Geschäftsmodell. Und die sagen halt, naja, also wir wollen schon ein bisschen Kapital, das mitgebracht wird an den Kleinkunden und das ist halt nun mal einfach so, ist nicht wirklich etwas verdient. Und deswegen Liechtenstein geht ab 50.000 Euro, wo man hier auch ein Konto öffnen kann und dort auch Geld investieren kann. Und ansonsten Georgien kommt hier auch beispielsweise die Frage, ja, sehe ich als strategische Kontenmöglichkeit, als Ergänzung, sehe ich nicht als Hauptkonto und auch nicht bei sehr großen Beträgen ab 6- oder gar 7-stelligen Summen, aber als strategisches Ergänzungskonto kann so etwas interessant sein, kann man Georgien auch relativ gut Konten eröffnen, direkt vor Ort beispielsweise, gibt es grundsätzlich diese Möglichkeit. Ansonsten, es kommt darauf an, es gibt auch sehr interessante Offshore-Plätze, wie beispielsweise in Puerto Rico, die Kanalinseln etc. Man muss dann einfach auch grundsätzlich schauen. Es gibt einige Möglichkeiten in unserer Auslandskontenfallstudie, wo man sich das Ganze anschauen kann. Dann Krypto oder Sachwerte, ja klar. Das heißt,
Ziel ist ja nicht, dass wir alles irgendwo auf einer Bank beispielsweise rumliegen haben, sondern einfach nur, dass wir das Cash und die Liquidität, die wir haben, absichern können. Das heißt, grundsätzlich hier auch Edelmetalle, Gold hier interessant, hat weniger Schwankungen als beispielsweise Silber, ist deswegen liquiditätsnäher. Haben wir auch immer wieder Tippvideos bei dem Thema Edelmetalle, Gold und Silber beispielsweise. Dann auch Fremdwährungen sind hier interessant. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel norwegische Kronen. Norwegen nehme ich mal gerne als Beispiel. Können wir den Staatsfonds, könnten jeden Norweger zum Millionär norwegischen Kronen machen. Die haben eher das Problem, wie sie Kohle verteilen. Ist ein bisschen anders in der Eurozone. Ne? Das ist der Unterschied. Also dazu auch gerne in unseren Kursen Top 5 der Währungen anschauen. Da hat man hier eine sehr, sehr schöne und breite Steuerung, wie man hier sein Kapital absichern kann. Und was ist meine beste Strategie? Meine beste Strategie ist, sich intensiv damit zu beschäftigen und lebenslang beginnend ab heute finanzielle Intelligenz immer weiter aufzubauen. Das ist die Strategie, die dich finanziell freier macht, wenn du bereit bist, diesen Preis zu bezahlen und wirklich voll hineingehst. Und auf jeden Fall wirst du deutlich mehr finanziellen Erfolg haben. Das ist meine beste Strategie. Das heißt, dass du dich laufend mit diesem Thema beschäftigst. Genauso wie beim Thema Autofahren, man macht es einfach laufend, übt es und trainiert es und wird besser und besser und besser. Das ist das, was mein Leben revolutioniert hat und was auch dein Leben revolutionieren wird. Ja, dann schauen wir uns noch diese Frage an von Martin, die finde ich auch sehr spannend. Was geschieht, wenn bei derselben Bank ein Sparguthaben vorhanden ist und gleichzeitig eine Hypothekarschuld Verrechnung und wenn ja, wie viel? Grundsätzlich, man kann wohl davon ausgehen, dass es zwei Paar Schuhe sind. Die sind getrennt, die werden nicht einfach verrechnet. Das heißt, der Insolvenzverwalter, der hat erstmal die Zielsetzung, das Ganze irgendwie am Leben zu halten, das Institut, und dass es irgendwie auch weitermachen kann. Das heißt, wahrscheinlich die Schulden, die bleiben genauso erhalten. Die müssen auch so zurückbezahlt werden. Und dass die Guthaben dann eben, etwas eingedampft werden. Ich hatte so eine Diskussion mit dem Dr. Dietmar Siepholz, mit dem ich mich ja auch regelmäßig austausche, ein sehr, sehr fleißiger und sehr geschätzter Aufklärer. Und der hatte auch Erfahrung jetzt nicht bei einem Bankinstitut, aber wo genau das eben nicht aufgerechnet wurde, sondern halt, dass es dann sich aufhebt, sondern dass die Schulden weiterhin bestehen geblieben sind, aber das Guthaben anders umgerechnet wurde. Ja, ob das jetzt fair ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber das ist vermutlich der Ablauf. Und deswegen aufpassen bei diesem Thema, berücksichtige die Tipps und Tricks, die ich dir an die Hand gegeben habe und mach das Beste draus. Ansonsten haben wir hier noch eine Frage und zwar von Ingo. Machen Sie doch mal ein Video darüber, wo man im Ausland einfach ein Konto öffnen kann, online. Also wir haben in unserer Auslandskonto-Fachstudie ein paar Möglichkeiten, wo man ein Online-Konto eröffnen kann. Also gibt es nach wie vor. Ansonsten, man muss halt einfach etwas für seine Geldsicherheit tun. Und das heißt dann im Fall der Fälle auch einfach mal vor Ort hinfahren. Wenn dann das Ganze nicht wert ist, dann ist dann das vielleicht auch dieses Thema legale Auslandskonten insgesamt nicht wichtig genug. Und ansonsten, du kannst gerne eine Kostprobe anschauen, findest du einen Link unterhalb von diesem Video, kannst dich gerne kostenfrei eintragen, dann hast du schon mal einen Teil davon einsehen können. Also von dem her, ganz viele herzliche Grüße. Wenn es wieder gefallen hat, teilen, liken, kommentieren und da machen wir vielleicht auch mal wieder ein neues Video draus. Also ansonsten ganz liebe Grüße hier, übrigens gerade aus dem Urlaub hier in Brasilien, aus dem 5-Sterne Tivoli und wir sehen uns nächste Woche wieder. Und YouTube-Kanal abonnieren, damit du keine Tippvideos verpasst. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Bis dahin herzlichst dein Thorsten Wittmann.